Ready für die nächste Frage. Attacke, komm. Schon wieder ein Lacher wert. Oh nee. Jawohl, die liest du vor. Gott sei Dank nicht ich. Okay. Geiler Name. Gut. Da müssen wir jetzt direkt Gas geben. Boom. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZR Zone. Jonas und ich beantworten wieder eure Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wojtek Lendis, ein alter Bekannter, du hast schon mal eine Frage gestellt für ZR Zone. Du möchtest gerne wissen, wie sich die Drehmomentenverteilung durch den Torque-Splitter in den beiden Modes Special und Drift unterscheidet. Genau, und grundsätzlich wolltest du wissen, ob es dort einen Unterschied gibt. Ja, den gibt es. Und zwar nicht die Menge des Drehmomentes ist unterschiedlich, sondern die Art und Weise. Wir haben in beiden Fahrmodi die Möglichkeit, bis zu 100% an das kurvenäußere Rad weiterzugeben, wenn ich rausbeschleunige. Im Drift passiert das Ganze schlagartig, weil wir möchten das Auto ja schlagartig in einen Drift bekommen. Im Special, da wollen wir maximale Rennstrecken-Performance und da wäre es kontraproduktiv, wenn es schlagartig passiert. Da ist es so, dass der Torque-Splitter sehr sanft arbeitet, ja, die Kupplung macht sehr sanft zu, um dem Fahrer bestmögliche Traktion zu geben, um das Auto maximal aus der Kurve heraus zu beschleunigen. Nächste interessante Frage kam von Marco Wiedek und zwar wollte er wissen, wie weit man mit einem vollgetankten Golf R kommt. Und witzigerweise haben wir sogar eine Frage von der anderen Richtung bekommen, wo gefragt wurde, was der maximale Verbrauch von einem Golf R ist. Und das ist natürlich wirklich immer schwer zu beantworten, weil es extrem vom individuellen Fahrstil und dann natürlich auch dem individuellen Verbrauch abhängt. Viele würden jetzt bei mir wahrscheinlich denken, ach, der Benny muss wahrscheinlich ein bisschen früher an die Tanke als der Jonas. Aber in der Realität ist tatsächlich so, ich bin mit meinem Auto schon über 600 Kilometer weit gekommen mit einer Tankfüllung. Das geht auch. Aber ist natürlich klar, wenn wir auf der Rennstrecke unterwegs sind, dass wir dann ein bisschen früher an die Tankstelle rollen müssen. Wobei wir dann auch nicht komplett voll tanken. Wir haben ja in einem Golf R einen Tank mit einer Kapazität von 55 Litern. Und Benny ist zu Recht immer darauf bedacht, dass wir möglichst wenig Gewicht im Fahrzeug haben. Von daher tanken wir meist, wenn wir eine Hotlap fahren, immer genauso viel rein, wie wir für einmal herum Nordschleife benötigen. Samo Jumper hat eine Frage gestellt, die mir zeigt, dass du dich auf jeden Fall sehr mit dem Auto auseinandersetzt. Ziemlich cool. Und zwar möchtest du gerne wissen, ob es einen Unterschied gibt in dem Fahrmod, wenn ich nur auf Komfort das Auto einstelle oder aber eben in Individual switche und dort alle Parameter auf Komfort stelle. Und das Verhalten vom Fahrzeug wird in beiden Fällen komplett gleich sein. Denn das, was ihr aus den einzelnen Fahrprofilen kennt, also Komfort, Sport, Race, findet ihr dann auch in der Fahrprofilauswahl in Individual wieder und könnt es euch dort selbst zusammen konfigurieren. Wenn ihr zum Beispiel die Akustik in Race besonders cool findet, dann könnt ihr sie bei Motorsound in Individual auch auf Race stellen. Und wenn euch dann das Fahrwerk in Komfort sehr gut gefällt, könnt ihr das Fahrwerk dort in Komfort stellen und findet dort das wieder, was ihr auch in den einzelnen Fahrprofilen fest fixiert finden könnt. Eine Frage zum Arteon R kommt von Slafter. Und du möchtest gerne wissen, wie die Rundenzeit vom Arteon R auf der Nordschleife ist. Mit dem Arteon R sind wir bisher noch keine Rekordrunde gefahren. Das heißt, es gibt keine offizielle Zeitmessung zu dem Auto. Wäre übrigens mal sehr interessant, hätte ich extrem Lust drauf. Wenn ihr das gerne sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber was wir sagen können, mit dem Auto fahren wir auch einen Dauerlauftest auf der Rennstrecke, auf der Nordschleife. Und da gibt es immer so grobe Schätzungen. Natürlich keine genauen Messungen, weil wir keine Messinstrumente für die Rundenzeit in den Fahrzeugen haben. Aber es gibt grobe Schätzungen und die Rundenzeiten hat der Jonas alle so immer in der Tasche. Wir fahren den Rennstrecken-Dauerlauf ja mit all unseren R-Modellen. Da haben wir euch sogar mal mit Behind the Scenes genommen. Das Video gibt es noch auf dem Volkswagen R YouTube-Kanal, also schaut da gerne mal rein. Mit dem Arteon R sind wir beim Rennstrecken-Dauerlauf so ungefähr eine halbe Minute langsamer gewesen als mit dem Golf R. Vielleicht hilft euch das für die Einordnung, wie schnell man mit dem Fahrzeug für eine Runde Nordschleife benötigt. Als nächstes kommt eine Frage, die wir schon wirklich häufig von euch gestellt bekommen haben. Die Frage konkret kommt jetzt von Bresi N und du fragst, wie lange man das Fahrzeug einfahren sollte, bevor man Launch Control oder Höchstgeschwindigkeitsfahrten macht. Hier ist es so ähnlich wie bei der Bremse. Die Bremse muss natürlich auch eingefahren werden. Das heißt, die Bremsbeläge und die Scheiben, die müssen gematcht werden, damit du die beste Bremsperformance hast. Idealerweise fährt man die Bremse auch einmal durch einen Hitzezyklus, ja, dass es alles einmal schön warm geworden ist. Und auch wieder kontrolliert abkühlen kann. Das ist auch sehr wichtig, genau das Abkühlen danach. Danach hast du eine Bremse, die A, eine sehr lange Lebensdauer hat und B, vernünftig bremst. Das gleiche passiert auch mit dem Motor. Auch der Motor muss eingefahren werden. Kolben und Zylinderwände müssen aufeinander gematcht werden, aber noch viele andere Bauteile. Genau, und beim Motor empfehlen wir eigentlich immer so erstmal die ersten 1000 Kilometer moderat zu fahren, keine
Volllast abzurufen, also keine Hochgeschwindigkeit, keine volle Beschleunigung. Und in den dann folgenden 500 Kilometern, also so bis 1500, zwischendrin auch mal eine Volllastbeschleunigung zu machen, weil der Motor muss in allen Lastbereichen eingefahren werden. Im unteren Lastbereich, im Teillastbereich, aber auch unter Volllast. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ist der Motor und auch die Bremse eigentlich perfekt eingefahren. Das Ganze findet ihr übrigens auch nochmal zum Nachlesen in der Betriebsanleitung, falls ihr da nochmal nachschauen wollt später. Business Playboy möchte gerne wissen, fahren wir die ganze Zeit mit Allradantrieb oder in manchen Fahrsituationen auch mal nicht? Das ist wirklich interessant, denn Volkswagen R-Modelle sind ja grundsätzlich alles allradgetriebene Fahrzeuge, aber wir nutzen den Allrad immer nur dann, wenn wir auch benötigen. Genau, im Golf R könnt ihr das zum Beispiel sehr gut sehen. Da habt ihr im Kombi eine Nebenanzeige, Momentenverteilung heißt die. Und dort könnt ihr sehen, wie das Drehmoment gerade auf welches Rad verteilt wird. Und wenn ihr zum Beispiel auf der Autobahn fahrt, lange Zeit geradeaus, keine Lenkbewegung macht, wird der Allradantrieb ja nicht benötigt. Und dann seht ihr auch in dieser Anzeige, dass die Kraft oder das Drehmoment von den Hinterrädern weggenommen wird. Die Frage von Maxi Alexander passt perfekt, denn heute steht das Fahrzeug, um das es geht, der Golf R Hurricane, sogar hinter uns. Benny, kannst du uns sagen, wie viel kW bzw. PS das Fahrzeug hat? Natürlich kann ich das. Das Auto hat 386 kW, das sind umgerechnet 526 PS. Das ist eine Menge. Das Auto fährt wirklich fantastisch. Wie wird das erreicht? Also wie kriegt das Fahrzeug die Mehrleistung? Es ist immer noch der 2-Liter-Motor EA888 der 4. Generation, also der Motor, der auch im Serien-Golf R verbaut ist. Allerdings hat dieses Auto einen etwas größeren Turbolader und eine andere Motorapplikation und somit hat das Auto die Mehrleistung. Wenn ihr noch mehr Infos zu dem Fahrzeug haben wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir ja zu dem Fahrzeug dann nochmal ein separates Video. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich auch. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder mit The R-Zone. Wir hatten heute wieder eine Menge Spaß. Wir hoffen, eure Fragen sind beantwortet worden. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Zum Beispiel über eure Fragen, die ihr uns in die Kommentare schreibt. Macht gerne weiter so, die Fragen sind immer super kreativ und interessant und wir freuen uns über jede einzelne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Volkswagen.